Deutsch lernen durch Hören. An der Hotelrezeption. Lisas Job ist wirklich abwechslungsreich. Die arbeitet in dem Hotel einer großen Kette an der Rezeption. Dabei hat sie sich um viele verschiedene Aufgaben zu kümmern. Sie kümmert sich vor allem um die ankommenden Gäste. Gerade betritt eine Familie mit 3 Kindern das Hotel. Lisa kümmert sich um das Einchecken und gibt den Gästen ihre Schlüssel. Sie erklärt den Eltern außerdem, wo sie den Spielplatz für die Kinder finden. Für die 3 kleinen Kinder holt sie ein paar Bonbons. Sie freuen sich sehr darüber. Es ist wichtig, dass die Kunden zufrieden sind. Die Familie geht gut gelaunt zu ihren Zimmern. Doch Lisa hat keine Zeit, um sich auszuruhen. Der nächste Gast steht bereits an der Rezeption. »Hallo, ich möchte mich beschweren«, sagt er. Sein Zimmer wurde nicht wie gewünscht gereinigt. »Das tut mir wirklich leid. Ich werde sofort jemanden nach oben schicken. Dann wird das Zimmer noch einmal ordentlich gereinigt«, antwortet Lisa. Sie bietet ihm als Entschädigung ein kostenloses Getränk an der Bar an. Der Gast ist zufrieden und setzt sich an die Bar. Der Job von Lisa ist sehr wichtig. Sie sorgt dafür, dass alles im Hotel gut läuft. Das ist nicht immer einfach, aber die Arbeit macht ihr sehr viel Spaß. Oft bedanken sich die Gäste bei ihr für den tollen Service. Einige geben ihr sogar Trinkgeld. Dann freut sich Lisa. So weiß sie, dass sie ihren Job gut gemacht hat. Außerdem lernt sie so viele neue Leute kennen. Mit einigen Gästen ist Lisa richtig gut befreundet. Der Job an der Hotelrezeption ist wirklich zu empfehlen. Keller ausräumen. Endlich ist Wochenende. Die meisten Menschen nutzen die Zeit, um sich auszuruhen und sich zu entspannen. Doch Tanja hat heute viel vor. Sie hat sich vorgenommen, heute den Keller auszuräumen. Das könnte eine Weile dauern. Der Keller ist voll mit den verschiedensten Dingen. Tanja entdeckt ganz viel altes Spielzeug. Auch alte Möbel stehen in dem Keller, aber sie muss etwas davon aussortieren. Sie hat sich letzte Woche ein neues Fahrrad gekauft. Das möchte Tanja in den Keller stellen. Der ist jedoch komplett voll. Deshalb muss sie Platz schaffen. Zum Glück ist sie nicht allein. Ihr Freund Thorsten hat versprochen, ihr beim Ausräumen zu helfen. Zu zweit geht die Arbeit gleich viel schneller. Vor allem das Spielzeug möchte Tanja loswerden. Doch zum Wegwerfen ist es zu schade. »Wir könnten das Spielzeug auf einem Flohmarkt verkaufen«, schlägt Thorsten vor. Das ist wirklich eine tolle Idee. Sie suchen die schönsten Spielzeuge heraus. Tanja findet eine alte Puppe von ihr. Thorsten entdeckt eine Kiste voller Spielzeugautos. Das lässt sich super verkaufen. Sie tragen das Spielzeug nach oben und machen es sauber. Die Puppen und die Autos möchte Tanja nächste Woche auf dem Flohmarkt anbieten. Endlich ist mehr Platz im Keller. Tanja kann nun endlich ihr Fahrrad hineinstellen. Das Aufräumen war ein voller Erfolg. Jetzt haben sich die beiden eine Pause verdient. Sie bestellen eine Pizza und setzen sich auf den Balkon. Jeder sollte von Zeit zu Zeit seinen Keller ausräumen. Manchmal findet man dabei viele interessante Dinge.
Haustier. Heute kaufe ich mir ein neues Haustier. Es ist keine Katze, kein Hase und kein Fisch. Es ist etwas ganz Besonderes. Daheim bereite ich schon alles für das Tier vor. Das Aquarium hat frisches Wasser. Der große Stein wird von einer Lampe beleuchtet. Die anderen Pflanzen sind grün und es gibt sogar eine exotische Blume. Es schwimmen sogar 2 kleine Fische im Becken. Aber jetzt hole ich endlich mein neues Haustier ab. Mit dem Auto fahre ich in die Tierhandlung. Wir haben schon alles vorher besprochen. Die Angestellte gibt mir 2 Behälter. Jeweils eine Schildkröte sitzt darin. Sie schauen mich ganz genau an und ich schaue sie ganz genau an. Ihre Panzer sind fast schwarz und haben gelbe Punkte. Sie sind wunderschön. Ich fahre mit den beiden nach Hause und setze sie gleich in ihr neues Aquarium. Zuerst bewegen sie sich nicht, doch nach ein paar Stunden fühlen sie sich schon wohl. Sie schwimmen durch das Wasser und sonnen sich unter der Lampe. Am nächsten Tag traue ich mich, eine in die Hand zu nehmen. Sie hat keine Angst. Vorsichtig streichle ich ihr über den Kopf und sie schließt ihre Augen. Sie freut sich darüber. Ich liebe meine 2 neuen Wasserschildkröten. Baustelle. Bianca liegt im Bett und atmet tief durch. Es ist 6:40 Uhr. Die Baustelle darf erst um 7 Uhr starten, aber den Arbeitern ist das egal. Sie sind so laut, dass ihr Bett vibriert. Heute ist Biancas freier Tag. Eigentlich wollte sie einmal ausschlafen, bis 9 Uhr vielleicht. Das funktioniert aber sicher nicht. Genervt steht sie auf. Der Kaffee in ihrer Tasse bewegt sich hin und her. Sie kann ihn fast nicht trinken. Während des Frühstücks schaut sie auf die Baustelle. Sie ist direkt vor ihrem Fenster. Der Bagger gräbt in der Erde ein Loch. Dahin kommt ein neues Haus. Sie beginnen erst damit, es zu bauen. Das dauert also noch sehr lang. Fasziniert schaut Bianca ihnen zu. Die Bauarbeiter müssen in der Sonne arbeiten. Heute hat es sicher 30 Grad Celsius. Das ist richtig heiß. Trotzdem haben sie ihre Helme auf. Sicher schwitzen sie viel. Sie mischen Zement und geben ihn auf die Erde. Bianca könnte ihnen den ganzen Tag zuschauen. Als sie sich ihr Mittagessen kocht, kommt ein Arbeiter mit einer riesigen Papiertüte. Die Männer setzen sich alle zusammen in den Schatten. Sie trinken Cola und Fanta und jeder isst mindestens 3 Brötchen. Da entdeckt Bianca, dass auch eine Frau dabei ist. Sie ist sicher richtig stark. Ab diesem Tag ärgert sich Bianca nicht mehr über die Baustelle. Sie ist laut und manchmal kann sie nicht schlafen. Aber es ist auch spannend zu beobachten, wie ein Haus entsteht. Bianca schaut ihnen manchmal den ganzen Tag zu. Sprachreisen. Martin will in den Urlaub fahren, zusammen mit seinem Freund Paul. Beide sind erst 16 Jahre alt. Sie haben nicht viele Möglichkeiten. In eine Jugendherberge in Deutschland wollen sie nicht. Und ihre Eltern erlauben ihnen nicht, allein nach Frankreich zu fahren. Paul hat eine Idee.
Sie wollen eine Sprachreise machen. Die Eltern erlauben es. In einer Sprachreise sind Erwachsene dabei. Außerdem lernt man sehr viel. Martin und Paul überlegen, wo sie hinfahren wollen. Entweder nach Frankreich oder England. Martin sagt, die Sprache Französisch ist schwerer. In Frankreich lernen wir mehr. Deshalb wollen die beiden nach Frankreich fahren. Am Anfang der Ferien fahren die beiden Freunde nach Frankreich. Dort haben sie ein Zimmer. Morgens machen sie einen Sprachkurs. Am Mittag machen sie Freizeitaktivitäten. Die Jugendlichen sind immer zusammen unterwegs. Nach 2 Wochen sprechen sie schon viel besser Französisch. Den Freunden Martin und Paul macht die Sprachreise sehr viel Spaß. Sie finden viele Freunde. Nach 3 Wochen ist die Sprachreise vorbei. Sie fahren zurück nach Deutschland. Martin und Paul erzählen ihren Eltern von der Sprachreise. Auch der Französischlehrer ist begeistert. Die beiden sprechen nun sehr gut Französisch. Außerdem kennen sie die Kultur gut. Die Freunde wollen in den nächsten Ferien wieder eine Sprachreise machen. Sommerferien. Glücklich atmet Robert aus. Die Klingel läutet ein letztes Mal in diesem Schuljahr. Jetzt starten endlich die Ferien. Seine Lehrerin redet noch, aber Robert hört schon gar nicht mehr zu. Er kann es gar nicht erwarten. 8 Wochen nichts tun. Er musste und würde nichts lernen. Alle Schüler standen auf. Die Schule war vorbei und der Sommer konnte kommen. Keine 2 Minuten später stand Robert mit seinen Freunden vor der Schule im Schatten der Bäume. Ich weiß, dass Rebecca nächste Woche schon 2 Wochen in den Urlaub nach Spanien fliegt. Ihr habt aber Zeit für Schwimmbad und Radfahren, oder? Fragt Melina. Die anderen 3 stimmen zu. Ich bin im August fast 4 Wochen bei meiner Oma, erklärt Thomas genervt, aber davor habe ich immer Zeit. Robert fährt mit seinen Eltern eine Woche nach Italien. Ansonsten konnte er mit seinen Freunden immer Zeit verbringen. Aber als erstes gehen wir Mittagessen, um die 8 Wochen Sommerferien zu feiern, oder? Fragt Robert. Alle seine Freunde stimmen zu. Er freut sich wahnsinnig auf die Auszeit im Juli und August. Baden im See, Volleyball spielen im Sand und Pommes essen in der Stadt. Das wird der beste Sommer überhaupt. Aberglaube. Müde liege ich im Bett und will nicht aufstehen. Der Wecker läutet laut. Schließlich öffne ich meine Augen. Direkt vor mir sitzt eine schwarze Katze auf dem Fensterbrett und schaut mich durch die Scheibe an. Mein Atem wird schneller, meine Augen werden groß. Sie miaut laut und springt runter in den Garten. Das ist zwar nur die Katze des Nachbarn, aber geschockt schaue ich auf mein Handy. Es ist Freitag, der 13. Eine schwarze Katze an einem Morgen eines Freitags, dem 13., das kann nur Pech bedeuten. Ängstlich steige ich aus dem Bett. Beim Frühstück fällt mir der Toast zu Boden.
Als ich in die Arbeit fahre, baue ich fast einen Unfall. Beim Arbeiten mache ich alles falsch und mein Kaffeebecher fällt mir auf den Boden und ist kaputt. Am Abend treffe ich mich mit 5 Freunden und erzähle ihnen von meinem Tag. Sie lachen mich aus. »Du bist immer so abergläubisch«, lacht Heinrich. Die Kellnerin schreckt sich so, dass alle Getränke auf den Boden fallen. Überall ist Glas. Meine Freunde schauen mich mit großen Augen an. »Ich habe es euch ja gesagt«, sage ich. Erdbeeren selbst pflücken. Anita packt 2 große Körbe in den Kofferraum des Autos. Die Kinder hüpfen glücklich auf und ab. »Sollen wir losfahren ins Erdbeerland?«, fragt die Mama ihren Sohn und ihre Tochter. Laut schreien die Kinder »Ja!«. Sie setzen sich in das Auto und fahren nur 10 Minuten. Vor dem grünen Feld steht ein Zelt. »Ihr wisst, wie das Erdbeerland funktioniert?«, fragt die alte Dame. Anita nickt und ihre Kinder laufen schon zu den Erdbeeren. »Wir pflücken selbst von den Pflanzen und alles, was wir direkt am Feld essen, müssen wir nicht bezahlen, stimmt's?«, meint Anita. Die alte Frau nickt. »Das, was ihr in euren Korb gebt, wiegen wir nachher ab. Ihr zahlt pro Kilo.« Anita bedankt sich und geht zu ihren Kindern. Ihre Münder sind schon rot. »Schmeckt es?«, fragt die Mutter lachend. Aber die Kinder konzentrieren sich nur auf die Erdbeeren. Heute ist es nicht so heiß und ein bisschen bewölkt. Das ist das beste Wetter, um im Erdbeerland zu sein. Anita und ihre Kinder pflücken viele der Früchte und geben sie in den Korb. Die Mutter freut sich nicht nur über die Erdbeeren. Das Erdbeerfeld ist nah an der Stadt, aber es ist in der Natur. Herrlich! Tiny House. Samuel hat eine Entscheidung getroffen. Er wollte nicht mehr in seiner großen Wohnung leben. Sie war 75 Quadratmeter groß und hatte 3 Zimmer. Und alle diese Zimmer waren voll. Voll mit Sachen, die er besaß. Das wurde ihm zu viel, denn Samuel liebt eigentlich den minimalistischen Lebensstil. Deshalb hat er seine Wohnung gekündigt und hat sich ein kleines Grundstück gekauft. Es liegt auf einem Hügel am Stadtrand. Außerdem hat er sich auch einen Container gekauft, in dem er jetzt wohnt. Der ist nur 27 Quadratmeter groß, mit Badezimmer und allem drum und dran. Das ist ein großer Unterschied zu davor. Deswegen muss Samuel auch viele seiner Sachen verschenken und verkaufen. In seinem Tiny House fühlt er sich wohl. Er verbringt viel mehr Zeit im Freien als vorher und besitzt viel weniger Sachen. Samuel verbringt seine Zeit bewusster als vorher. Das war der richtige Schritt für ihn, wie für viele andere Menschen auch. Probiere es selbst aus, minimalistisch zu leben. Es fühlt sich sehr befreiend an und ist gut für die Umwelt. Zahnuntersuchung. Lena hat heute einen Termin beim Zahnarzt. Sie steht morgens schon früh auf. Anstatt schnell in die Arbeit zu fahren, putzt sie sich gründlich die Zähne. Sie putzt besonders sauber. Dann steigt Lena ins Auto und fährt zu ihrem Zahnarzt. Sie geht in die Praxis.
Am Empfang sitzt eine Zahnarzthelferin. Lena muss sich anstellen. Nach ein paar Minuten ist sie an der Reihe. Sie gibt der Zahnarzthelferin ihre Krankenkassenkarte. Die Zahnarzthelferin sagt: »Danke, Sie sind in ein paar Minuten an der Reihe. Warten Sie bitte im Wartezimmer.« Lena nickt. Dann geht sie ins Wartezimmer. Dort setzt sie sich auf einen Stuhl. Dann holt sie eine Zeitschrift aus der Tasche. Lena liest einige spannende Artikel. Nach einer halben Stunde kommt die Zahnarzthelferin. Sie sagt: »Sie können jetzt ins Behandlungszimmer.« Lena geht zum Zahnarzt. Dort legt sie sich auf einen Stuhl und öffnet den Mund. Der Zahnarzt schaut ihre Zähne genau an. Dann sagt er: »Ihre Zähne sind gesund und sauber. Sie können gehen.« Lena freut sich. Sie sagt Danke und verlässt den Raum. Danach geht sie zum Empfang. Dort macht sie einen neuen Termin aus. Er ist in einem halben Jahr. Lena verlässt die Praxis. Dann fährt sie zur Arbeit. Abenteuer. Endlich habe ich Urlaub. Die nächsten Tage werden sehr spannend für mich sein. Zusammen mit einigen Freunden möchte ich nach Brasilien reisen. Mit dem Flugzeug fliegen wir von Berlin bis nach Manaus. Zuerst bringen wir unsere Sachen ins Hotel. Dann möchten wir sofort den Regenwald erkunden. Wir ziehen unsere Wanderschuhe an und packen unsere Sachen. Der Wald beginnt direkt in der Nähe des Hotels. Wow, der Regenwald sieht spektakulär aus. Ich sehe ganz viele exotische Tiere. Oben auf einem Baum sitzt ein Papagei. Meine Freundin Lisa entdeckt eine Schlange. Ich mache ganz viele Fotos. Die Natur ist echt schön. Ich kann es kaum erwarten, die Bilder meinen Freunden in Deutschland zu zeigen. Wir möchten eine Tour mit einem Kanu auf dem kleinen Fluss unternehmen. Wir sind gerade erst ein paar Minuten unterwegs. Plötzlich schreit Lisa: »Achtung!« Ich drehe mich schnell um. Im Wasser schwimmt ein Krokodil auf uns zu. Wir nehmen die Paddel in die Hand und fahren so schnell wir können ans Ufer. Dann springen wir aus dem Boot und rennen weg vom Wasser. Gerade noch geschafft. Nach diesem Ereignis gehen wir erst einmal zurück zum Hotel. Wir müssen uns ausruhen. Das war wirklich eine gefährliche Situation. Zum Glück ist uns nichts passiert. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Morgen wollen wir den Regenwald noch weiter erkunden. Es gibt sicher noch viele andere Sachen zu entdecken. Ich kann es kaum erwarten. Der Urlaub ist schon jetzt ein richtiges Abenteuer. Blutspende. Jan und Mercedes gehen heute das erste Mal zum Blutspenden. Am Anfang müssen sie ein paar Fragen beantworten. Sie dürfen in den letzten Tagen nicht krank gewesen sein und über 50 Kilogramm wiegen. Bei den beiden ist alles okay und sie legen sich gemütlich auf ein Krankenbett. Die Sanitäter sind sehr freundlich zu ihnen und unterhalten sich mit ihnen. Bei Jan finden sie gleich die Vene und ihr wird das Blut abgenommen. Bei Mercedes finden sie die Vene aber nicht gleich. Sie brauchen 2 Versuche. Das ist aber auch kein Problem. Es dauert ungefähr 5 bis 7 Minuten, bis sie die 500 Milliliter Blut abgenommen haben. Danach müssen Jan und Mercedes noch ein paar Minuten liegen bleiben, bis sie aufstehen dürfen.
Wenn sie gleich aufstehen würden, würde ihnen sicher schwindelig werden. Jan fühlt sich trotzdem schwach, als er aufsteht. Er denkt sich, dass alles passt und geht zum Ausgang. Mercedes schaut ihn an. »Du bist ganz bleich.« Jan sieht auf einmal schwarz. Sofort setzt er sich hin und 2 Sanitäter laufen auf ihn zu. »Brauchst du Hilfe?« fragen sie ihn. Er nickt. »Mir ist ein bisschen schwindelig.« Sie legen ihn auf ein Bett, bei dem die Füße höher sind als der Rest des Körpers. Ein Sanitäter und Mercedes bleiben neben ihm und erzählen ihm Geschichten. Schon nach 3 Minuten geht es Jan wieder viel besser. Beim Ausgang bekommen Mercedes und Jan noch eine Tüte mit Geschenken. Es gibt Schokolade, ein süßes Getränk und ein Magazin. Den Rest des Tages ruhen sich die beiden aus. Sie fühlen sich beide energielos und dürfen keinen Sport mehr machen. Am nächsten Morgen geht es ihnen aber wieder hervorragend. Speisewagen. Außer Atem lief Laura am Bahngleis entlang. Sie hatte es geschafft. Die Türen des Zuges gingen auf und sie stieg ein. Kaum war sie in der Bahn, fuhr sie auch schon los. Wäre sie eine halbe Minute später gewesen, hätte sie ihren Zug verpasst. Glücklich legte sie ihren Rucksack ab und setzte sich auf eine freie Bank. Ein paar Minuten schaute sie aus dem Fenster. Dann knurrte ihr Magen und sie öffnete ihren Rucksack, um das Essen auszupacken. Plötzlich schlug ihr Herz laut. Sie hatte das Essen zu Hause im Kühlschrank vergessen. Sie ist zu spät aufgewacht und jetzt hatte sie den Salat. Oder eben auch nicht. Wie sollte Laura nur 5 Stunden Zugfahrt ohne Essen aushalten? Doch dann hatte sie eine Idee. In der Bahn gab es oft einen Speisewagen. Dort kann man nicht nur Sandwiches kaufen, sondern auch warme Mahlzeiten essen. Und sie fand den Speisewagen gleich. Er war altmodisch mit dunkelrotem Stoff und viel Holz. Gemütlich setzte sie sich an einen Tisch und bestellte sich einen Kaffee, Spiegeleier mit Brötchen und etwas Süßes als Nachspeise. Der Ausblick aus dem Zug war großartig. Berge, Seen und viel Grün. Das war besser als das Essen, das sie im Kühlschrank vergessen hatte. Sommerferien. Glücklich atmet Robert aus. Die Klingel läutet ein letztes Mal in diesem Schuljahr. Jetzt starten endlich die Ferien. Seine Lehrerin redet noch, aber Robert hört schon gar nicht mehr zu. Er kann es gar nicht erwarten. 8 Wochen nichts tun. Er musste und würde nichts lernen. Alle Schüler standen auf. Die Schule war vorbei und der Sommer konnte kommen. Keine 2 Minuten später stand Robert mit seinen Freunden vor der Schule im Schatten der Bäume. Ich weiß, dass Rebecca nächste Woche schon 2 Wochen in den Urlaub nach Spanien fliegt. Ihr habt aber Zeit für Schwimmbad und Radfahren, oder? Fragt Melina. Die anderen 3 stimmen zu. Ich bin im August fast 4 Wochen bei meiner Oma, erklärt Thomas genervt, aber davor habe ich immer Zeit. Robert fährt mit seinen Eltern eine Woche nach Italien. Ansonsten konnte er mit seinen Freunden immer Zeit verbringen. Aber als erstes gehen wir Mittagessen, um die 8 Wochen Sommerferien zu feiern, oder? Fragt Robert. Alle seine Freunde stimmen zu. Er freut sich wahnsinnig auf die Auszeit im Juli und August.
Baden im See, Volleyball spielen im Sand und Pommes essen in der Stadt. Das wird der beste Sommer überhaupt. Schnäppchenjäger. Laut gähnte Karl. Der Wecker läutete zu früh. Aber wenn er alles erledigen wollte, dann musste er jetzt aufstehen. Plötzlich spürte er die Energie in seinem Körper. Er freute sich auf den heutigen Tag. Im Badezimmerspiegel sah er seine großen Augenringe. Karl war gestern bis 1 Uhr früh wach gewesen, um alle Lebensmittelaktionen zu finden und alle Gutscheine aus den Broschüren auszuschneiden. Denn Karl ist ein wahrer Schnäppchenjäger. Um 6:30 Uhr verließ er schließlich das Haus. Mit seinem Auto fuhr er Richtung Stadt und hielt als erstes bei einem großen Supermarkt. Er legt Dosen von Ananas und Bohnen in seinen Einkaufswagen und Haferflocken und Tomatensauce. Das Gleiche macht er noch bei 3 weiteren Supermärkten. Dann ging es endlich zu seinem Lieblingsteil, dem Flohmarkt. Karl brauchte dringend ein neues Nachtkästchen und neues Geschirr. Er geht aber jedes Wochenende auf den Flohmarkt, um zu sehen, was es gibt und um die besten Schnäppchen zu bekommen. Nach 2 Stunden hatte er ein Set mit Besteck und schöne alte Teller gefunden. Es gab nur ein Nachtkästchen, das Karl gar nicht gefiel. Dann musste er sein Glück nächstes Wochenende noch einmal versuchen. Freundschaft. Lena hat heute etwas Tolles vor. Sie wohnt in Berlin. Gestern ist sie ihre Eltern besuchen gefahren. Lenas Eltern wohnen in einem kleinen Dorf in Sachsen. Heute möchte sie sich mit ihrer alten Schulfreundin treffen. Sie zieht sich an und fährt zu ihrem ehemaligen Lieblingsbäcker. Dort angekommen, setzt sie sich an einen Tisch und wartet. Nach kurzer Zeit kommt ihr eine Frau lächelnd entgegen. Es ist Sabine. Von weitem hätte Lena Sabine nicht erkannt, denn Sabine hatte sich sehr verändert. Die alten Freundinnen bestellen sich ihr Frühstück. Dann beginnen sie zu reden. Zuerst sind sie noch etwas fremd, doch nach der ersten halben Stunde ist alles wie früher. Die beiden frühstücken und reden gemeinsam. Nach einer Weile erzählt Sabine, dass sie sich ein Haus gekauft hat. Sabine möchte morgen mit dem Umzug beginnen. Lena bietet sofort ihre Hilfe an. Die beiden treffen sich am nächsten Tag und packen Umzugskartons. Abends gehen die Freundinnen Lena und Sabine zusammen essen. Sabine bedankt sich bei Lena für die große Hilfe. Sie haben sich schon sehr lange nicht gesehen. Trotzdem verstehen sie sich immer noch sehr gut. Sie nehmen sich vor, sich öfter zu treffen oder abends hin und wieder zu telefonieren. Job als Müllmann. Mein Job ist nicht immer leicht. Ich arbeite als Müllmann. Dieser Beruf ist für die Gesellschaft sehr wichtig. Leider respektieren viele Menschen den Job nicht sehr. Sie denken, dass es ein Beruf ist, der nicht viel Können benötigt. Dabei kann die Arbeit sehr anstrengend sein.
Die Arbeit beginnt schon sehr früh am Morgen. Schon um 6 Uhr treffen sich alle Müllmänner im Betrieb. Dann entscheiden wir, wer an diesem Tag zusammenarbeitet. Danach geht die eigentliche Arbeit los. Wir fahren mit dem Müllauto los. Während mein Kollege im Auto sitzt, stehe ich hinten auf einer Plattform. Wir halten neben den Mülltonnen an und ich fahre die Tonnen zum Wagen. Nachdem die Tonnen geleert sind, geht es weiter zu den nächsten Mülltonnen. Das machen wir so lange, bis das Müllauto voll ist. Dann fahren wir zur Müllhalde. Dort wird der ganze Abfall ausgeladen. An einem einzigen Arbeitstag leeren wir mehr als 400 Mülltonnen. Die Arbeit ist nicht immer einfach. Ich muss immer draußen arbeiten, auch wenn es regnet oder schneit. Im Winter friere ich manchmal sehr bei der Arbeit. Viele Leute sehen unsere Arbeit nicht als wichtig an. Das ist sehr schade, denn ohne uns wären die Straßen voll mit Müll. Aber es gibt auch positive Seiten. Oft werde ich bei der Arbeit von anderen Menschen gegrüßt. Ich bewege mich viel und bleibe dadurch fit. Auch meine Kollegen sind sehr nett und ich bin mit vielen von ihnen befreundet. Deshalb mag ich meinen Job. Mittagsschlaf. Nils hat einen Trick. Wenn er müde ist, dann geht er schlafen. Egal, welche Uhrzeit es ist. Aber wenn es noch nicht 10 Uhr abends ist, dann dürfen es nicht mehr als 18 Minuten sein. Lange hat er es getestet. Wenn man zu lang schläft, wacht man wieder müde auf. Man kann nie sofort einschlafen. Aber 18 Minuten, die sind perfekt. Aber jetzt hat Nils ein Problem. Als Student konnte er immer schlafen, wann er wollte. Doch seit kurzem arbeitet er. Die ersten Wochen hat er sich durch den Tag gekämpft. Das war anstrengend. Doch heute gibt es eine gute Möglichkeit. Nils hat schon gegessen und seine Kollegen sind in ein Restaurant gegangen. Diese Chance muss er ergreifen. Er legt sich auf das Sofa, das im Büro steht, und stellt seinen Wecker auf 18 Minuten. Bis dahin sind sie sicher noch nicht zurück. Als sein Wecker klingelt, ist Nils glücklich. Das war der perfekte Mittagsschlaf. Doch als er die Augen aufmacht, guckt er vor Schreck. Sein Chef sitzt neben ihm am Schreibtisch. Mit großen Augen schaut der Chef Nils an. Doch dann beginnt er zu lachen. »Gut geschlafen?« fragt er. Seitdem macht Nils jeden Tag einen Mittagsschlaf im Büro. Weißwurst. Fabian fährt in den Urlaub. Er hat sich ein schönes Hotel in Bayern ausgesucht. Nach einer sehr langen Fahrt ist er endlich angekommen. Er geht müde in sein Hotelzimmer. Dann schläft er ein. Am nächsten Morgen geht Fabian in das Restaurant des Hotels. Denn hier gibt es kostenloses Frühstück für alle Hotelgäste. Er sucht sich einen schönen Platz am Fenster, dann lässt er sich eine Karte bringen. Er liest die Karte durch. Zuerst möchte er ein klassisches Frühstück aus Brötchen und Aufstrichen bestellen. Doch dann entdeckt er die Kategorie »Typisch bayerisch«, in der er ein Weißwurstfrühstück findet. Er fragt die Kellnerin, was ein Weißwurstfrühstück ist. Sie erklärt ihm, dass das ein typisch bayerisches Frühstück ist. In diesem Frühstück isst ein Pärchen Weißwürste,
süßer Senf, eine Laugenbrezel und ein Weizenbier enthalten. Fabian wirkt überrascht, aber bestellt das Weißwurstfrühstück. Er ist sehr neugierig, wie es schmecken wird. Nur das Weizenbier bestellt er nicht, denn für Alkohol ist es ihm noch zu früh am Morgen. Nach einer kurzen Wartezeit kommt die Kellnerin mit seinem Essen zurück. Sie erklärt ihm noch, dass die Weißwurst eine Haut hat, die erst entfernt werden sollte, dann geht sie. Fabian hat erst Probleme, die Haut abzubekommen. Doch dann beißt er in die Weißwurst. Sie schmeckt fantastisch. Im Stau. »Oh Mann, heute ist es wirklich stressig«, sagt Tom. Er will zusammen mit seiner Frau Leonie und seinen Kindern Lukas und Daniel zu seinen Eltern fahren. Aber es gibt noch viel zu tun. Zuerst muss die Kleidung in den Koffer gepackt werden. Während Tom die Koffer in das Auto trägt, macht Leonie ein paar belegte Brote. Die Kinder sind schon ganz aufgeregt. Endlich sehen sie ihre Oma und ihren Opa wieder. Sie rennen laut durch das Haus und lachen viel. Dann ist es endlich soweit. Die Familie setzt sich in das Auto und fährt los. Die Großeltern wohnen 200 Kilometer entfernt. Die Fahrt dauert deswegen mehrere Stunden. Tom fährt über die Autobahn. Dort kann er schnell fahren und sie kommen früher an ihrem Ziel an. Es ist wenig Verkehr heute. Doch dann passiert es. Plötzlich halten alle Autos an. Es gibt einen Stau auf der Autobahn. Tom bremst und schaltet den Motor aus. Nun müssen sie warten. Leonie macht das Radio an. Dort wird über den Stau berichtet. 2 Lastwagen hatten einen Unfall und blockieren die Straße. Alle müssen warten, bis die Fahrbahn wieder frei ist. »Mir ist langweilig«, sagt Daniel. »Warum fahren wir nicht weiter?«, fragt Lukas. Leonie erzählt ihm von dem Unfall. »Wir spielen ein Kartenspiel, dann vergeht die Zeit ganz schnell«, schlägt Tom vor. Das ist eine tolle Idee. Die Familie spielt mehrere Runden. Am Ende kann Daniel das Spiel gewinnen. Nach 2 Stunden ist der Unfall beseitigt. Tom startet den Motor. »Juhu«, ruft Lukas. Nun können sie die Fahrt zu Oma und Opa fortsetzen. Die Daumen drücken. Elisa ist nervös. Heute hat sie endlich den großen Auftritt. Seit 3 Monaten hat sie nur für ihn geübt. Das ist auch der erste Auftritt, den sie in Deutschland hat. Vor 8 Monaten hat Elisa sich auf der Musikschule beworben. Sie ist eine der besten in Europa. Die Geigerin hatte keine Angst vor der Aufnahmeprüfung, sie hatte viel mehr Angst davor, angenommen zu werden. Sie musste nach Deutschland ziehen und vor allem Deutsch lernen. Viele ihrer Freunde hatten gesagt, dass Deutsch besonders schwer ist. Aber sie wollte doch unbedingt auf eine gute Musikschule. Elisa wurde angenommen und in den letzten 6 Monaten hatte sie jeden Tag Deutschunterricht. Und ihre Freunde haben recht. Deutsch ist schwer. Aber es macht auch einen Riesenspaß. Sie kann schon gut sprechen. Elisa steht bereit hinter der Bühne und ist sehr nervös. Ein deutscher Freund ist auch da und umarmt sie. »Ich drücke dir die Daumen«, sagt er zu ihr und hält ihr eine Faust entgegen. Verwirrt schaut sie ihn an. Was will er mit seinen Daumen machen? Der Freund lacht laut. Das sagt man auf Deutsch, wenn man jemandem Glück wünscht.
Nun lacht auch Elisa. Die Deutschen sind verrückt. Doch das Gespräch hat sie motiviert und sie ist weniger nervös. Mit einem Lächeln geht sie auf die Bühne und spielt die Geige wie eine wahre Meisterin. Klassenfahrt. Marie packt ihre Koffer. Heute fahren sie und ihre Klasse zusammen auf Klassenfahrt. Um 12 Uhr mittags treffen sich die Schüler und Lehrer auf dem Pausenhof. Dann kommt ein Bus. Die Kinder verstauen ihr Gepäck und verabschieden sich von ihren Eltern. Im Anschluss steigen alle voller Vorfreude in den Bus. Marie setzt sich neben ihre Freundin Lisa. Nach einigen Stunden sind sie an der Jugendherberge angekommen. Immer 4 Schüler übernachten zusammen in einem Zimmer. Marie und Lisa schlafen zusammen in einem Raum. Am nächsten Tag gehen die Schüler mit ihren Lehrern wandern. Gemeinsam klettert die Klasse den Gipfel eines Berges. Der Ausblick ist wunderschön. Dort picknicken sie auch gemeinsam. Am zweiten Tag auf Klassenfahrt gehen alle gemeinsam ins Schwimmbad. Am Abend haben Lisa und Marie gemeinsam Küchendienst. Sie müssen den Tisch für die Klasse decken. Am dritten Tag sind alle ganz traurig, denn heute Abend wird die Klasse wieder nach Hause fahren. Doch davor gehen sie noch in den Kletterpark. Marie klettert bis an die Spitze. Nach dem Klettern fahren sie wieder in die Jugendherberge und packen ihre Koffer. Dann geht es zurück nach Hause. Marie freut sich, als sie ihre Eltern auf dem Pausenhof endlich wieder sieht. Aber sie ist auch ein bisschen traurig, dass die Klassenfahrt jetzt zu Ende ist. Seniorenheim. Es ist Montag. Das heißt, dass Alex gleich zu seinem Job fahren muss. Die Arbeit ist für Alex nicht immer leicht. Auch heute ist es wieder sehr anstrengend. Alex arbeitet in einem Seniorenheim und betreut dort alte Menschen. Er wäscht sie, hilft ihnen beim Anziehen und beim Essen. Manchmal spielt Alex auch mit den Senioren oder macht Ausflüge mit ihnen. Er hat also immer viel zu tun. Seine Schicht beginnt oft schon um 6 Uhr morgens. Alex fährt zur Arbeit und bereitet das Frühstück vor. Einige der Bewohner haben Demenz und brauchen bei vielen Dingen Hilfe. Viele der Bewohner des Altersheims sind sehr einsam. Ihre Ehepartner sind oft schon gestorben. Die Familien der Senioren kommen teilweise nur selten zu Besuch. Deshalb sind sie sehr froh über Pfleger wie Alex. Damit haben sie jemanden, mit dem sie reden können. Oft sitzt er stundenlang mit ihnen am Tisch und redet mit ihnen. Alex mag seine Arbeit sehr. Allerdings verdient er nicht so gut. Das ist ein großes Problem in Deutschland. Für Alex ist das jedoch nicht so wichtig. Für ihn ist entscheidend, dass er Menschen helfen kann. Die Senioren bedanken sich oft bei ihm für seine Hilfe. Auch die Kollegen von Alex sind alle sehr nett. Das reicht ihm schon. Er geht dann mit einem Lächeln nach Hause. Auch heute war wieder ein guter Arbeitstag. Er verabschiedet sich von den Senioren und von seinen Kollegen und fährt nach Hause. Flohmarkt.
Julia ist nervös, denn sie wird heute das erste Mal selbst auf einem Flohmarkt verkaufen. Um 5:30 Uhr in der Früh packt sie alle Sachen, die sie verkaufen möchte, in ihr Auto. Julia hat viele Klamotten, aber auch altes Spielzeug, Geschirr, das sie nicht mehr braucht, und sogar ein bisschen Schmuck und ein Gemälde. Am Flohmarkt angekommen, bekommt sie einen Tisch, den sie vorher reserviert hat. Pro Stunde zahlt sie dafür 8 € Miete. Hoffentlich verdient sie auch so viel Geld. Dann legt Julia ihre Sachen auf den Holztisch. Sie will, dass der Tisch schön aussieht. Die junge Frau braucht viel länger als alle anderen Verkäufer, um ihre Sachen vorzubereiten. Um 7 Uhr kommen die ersten Besucher. Eine halbe Stunde später hat Julia schon Sachen um 30 € verkauft. Das ist unglaublich. Doch viele Menschen wollen viel weniger bezahlen, als ihre Sachen wert sind. Das macht Julia traurig. Ihre Goldkette sollte sie um 3 € verkaufen? Sicher nicht. Die Unterhaltung mit den anderen Verkäufern und auch mit den Besuchern des Flohmarktes macht sehr viel Spaß. Julia lacht viel und fühlt sich sehr wohl. Am Ende des Tages hat sie 110 € verdient. Und das freut sie. Sie wird sicher bald wieder am Flohmarkt verkaufen. Junggesellenabschied. Mareike ist nervös. Eigentlich sollte sie nicht wissen, dass heute ihr Junggesellenabschied ist. Das ist für die Braut eigentlich eine Überraschung. Aber eine Freundin hatte ihr versehentlich gesagt. Nun weiß sie davon. Aber sie hat keine Ahnung, was sie machen werden und wann es beginnt. Deshalb wartet sie brav auf dem Sofa vor dem Fernseher. Sie kann sich nicht konzentrieren. Plötzlich hört sie lautes Hupen und rennt hinaus. Ihre Freundinnen stehen mit einem sonnengelben Van vor der Tür. Alle tragen einen schwarzen Anzug. Sie kommen in das Haus und Mareike bekommt einen gelben Anzug von ihnen. Verrückt. Dann fahren sie los. Es ist ein warmer Sommertag und sie fahren an einen See. Dort bekommt Mareike eine Kiste. Darin gibt's viele Flaschen Wein und Schnaps, kleine Tüten Chips und vielem mehr. Das muss sie jetzt an andere Leute verkaufen, um das Geld für den Abend zu verdienen. Aber schon nach 2 Stunden sind die Frauen so betrunken, dass sie nicht mehr weitermachen können. Sie gehen schwimmen und haben viel Spaß. Sie gehen essen, Mareike bezahlt mit dem Geld, das sie verdient hat. Und danach gehen die Freundinnen in einen Club. Dort tanzen sie bis in die frühen Morgenstunden. Mareike hätte sich keinen besseren Junggesellenabschied vorstellen können. Prüfungsangst. Carola hatte sehr viel gelernt. In den letzten 4 Wochen hatte sie sich jeden Tag an den Schreibtisch gesetzt. Sie wusste, dass sie die Prüfung leicht bestehen kann. Trotzdem hatte sie große Angst. Sie zitterte am ganzen Körper. »Geht es dir gut?« fragte ihre Freundin Alexandra. Ihr Gesicht war weiß wie Schnee. Carola konnte nur nicken. Schließlich ging sie in den Prüfungsraum. Sie waren 4 Studenten. Der Professor stellte jeden von ihnen eine Frage. Carolas war sehr leicht. Sie machte den Mund auf, um zu antworten, und hatte alles vergessen. Der Professor versuchte ihr zu helfen. Er stellte ihr kleine Fragen. Welche 3 Gesteinsarten gibt es?
Das war die leichteste Frage, die man einem Geologiestudenten stellen kann. Das hatte Carola schon vor 3 Jahren gelernt. Aber jetzt hatte sie keine Ahnung. Ihr Mund stand offen und sie fühlte sich wie ein Fisch, der nichts sagen konnte. Der Professor war nett und sagte ihr, dass sie eine Pause machen kann. Carola ging aus dem Prüfungsraum und begann zu weinen. Ihre Freunde trösteten sie. Dann setzte sie sich ins Freie und atmete tief durch. 10 Minuten später saß sie wieder im Prüfungsraum und fühlte sich besser. Dieses Mal konnte sie Fragen beantworten. Die Prüfung war okay und sie bekam eine 3. Das war nicht perfekt, aber Carola war sehr glücklich, dass sie ihre Angst überwunden hatte. Carsharing. Johann und Julia wollen heute in die Berge fahren. Sie haben Lust auf ein Abenteuer, aber sie haben kein Auto. Also mieten sie sich eines für ein paar Stunden beim Carsharing. Bald fahren sie los und kommen nach 40 Minuten im Paradies an. Mit Wasser im Gepäck wandern sie 1,5 Stunden zu einer Hütte. Dort gibt es köstliches Essen. Lachs mit Gemüse und Suppen zum Aufwärmen. Auch der Wein und der Apfelsaft schmecken sehr gut. Nachdem sie eine Stunde die Sonne am Berg genießen, gehen sie wieder zurück zum Auto. Als sie wieder in der Stadt sind, sind sie hundemüde. Sie stellen das Auto wieder am Parkplatz ab und spazieren 10 Minuten zu ihrer Wohnung. Sie wollen sich nur noch vor den Fernseher legen. Doch dann passiert das Schrecklichste, das passieren konnte. Johann hat den Schlüssel zur Wohnung verloren. »Ich habe ihn im Auto vergessen«, erinnert er sich. Man kann aber ins Auto nicht mehr reinkommen, weil der Mietzeitraum schon vorbei ist. Todmüde gehen sie zurück. Sie rufen die Hotline an. Die beiden müssen das Auto noch einmal für 10 Minuten buchen. Sie haben Glück im Unglück, denn sie finden den Schlüssel gleich. Endlich können sie sich auf das Sofa legen. Geburtstagsparty. Nina hat heute Geburtstag. Deshalb organisiert sie eine Geburtstagsparty. Sie freut sich schon sehr darauf, mit ihren Freunden gemeinsam Geburtstag zu feiern. Doch bevor die Gäste kommen, muss Nina noch einige Besorgungen machen. Dabei hilft ihr Freund Hannes. Gemeinsam fahren sie in den Einkaufsladen und kaufen dort Zutaten, um einen Geburtstagskuchen zu backen. Danach fahren sie wieder zurück und backen den Kuchen. Während der Kuchen im Ofen ist, dekorieren sie den Garten. Nachdem alle Vorbereitungen fertig waren, zieht Nina sich hübsch an. Sie ist jetzt ganz aufgeregt. Um 17 Uhr kommen die Gäste an. Nina begrüßt ihre Freunde. Alle bringen zur Geburtstagsparty ein Geschenk mit. Nina packt die Geschenke aus und ist begeistert. Dann wird ein Geburtstagslied gesungen. Hannes steckt 25 Kerzen auf den Kuchen, denn Nina wird 25 Jahre alt. Das Geburtstagskind pustet die Kerzen aus. Alle applaudieren. Danach wird der Kuchen gegessen. Er schmeckt sehr lecker und süß. Dann wird gefeiert. Nina macht etwas Musik an. Die Gäste unterhalten sich. Ein paar von ihnen beginnen zu tanzen. Langsam wird es dunkel. Nina serviert das Abendessen. Es gibt Würstchen mit Kartoffelsalat. Das Essen schmeckt den Gästen sehr gut. Manche von Ninas Freunden essen sogar eine zweite Portion.
Nach dem Abendessen wird Sekt ausgeschenkt. Der Abend war wirklich schön. Deutsch lernen durch Hören.